Ein unheimlicher Ruf schallte über die Ruhr. Ein Ruf, der für den Fährmann eigentlich alltäglich war, doch diesmal war etwas anders. Es trieb den Fährmann an den Rand des Wahnsinns. Willkommen bei Stein und Schatten. Ich bin Alex und ich erzähle dir fast vergessene Geschichten, die zwischen alten Wegen und den Schatten vergangener Zeiten weiterleben. Abonniere den Kanal, wenn du keine dieser Geschichten verpassen willst. Herdecke liegt eingebettet zwischen dem Ardeygebirge und zwei Ruhrstauseen, dem Hengstersee und dem Harkordsee. Zwischen bewaldeten Hängen und flachen Uferzonen ruhend in einer Landschaft, die noch immer mehr Natur als eine Stadt ist. Heute leben hier rund 23.000 Menschen. Eine überschaubare Zahl, wenn man bedenkt, dass Herdecke über lange Zeit ein wichtiger Übergangsort war. Dabei war die Stadt zwar kein Handelszentrum, dafür aber ein Ort, an dem Wege endeten und neue begannen. Die Ruhr zu überwinden war lange eine große Herausforderung, bevor Brücken die Ruhr überspannten und das Überqueren des Flusses zu einer Selbstverständlichkeit veränderten. Bevor Wege befestigt und der Übergang des Flusses selbstverständlich wurde, war die Ruhr eine schier unüberwindbare Barriere. Sie zu überqueren bedeutete, auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. An vielen Stellen gab es deshalb Fährboote. Einfache, robuste Holzboote, bedient von Menschenhand und Muskelkraft. Jenseits der Ruhr lagen einzelne Höfe, Wald und die Wege Richtung Volme und Lenne. Von dort wollten Bauern, Kaufleute, Frauen und Kinder von einem Ufer zum anderen gelangen. Wer hinüber wollte, jedoch den Fährmann nicht sah, musste ihn rufen. Irgendwo am Ufer würde er schon sein. Oliver! In Herdecke trug einer dieser Fährmänner den Namen August. Ein ruhiger, erfahrener Mann, der die Strömungen des Breitenstroms genau kannte. Kaum jemand wusste so gut wie er über die Untiefen Bescheid, über die wechselnden Wasserstände und über die Geräusche der Ruhr bei Wind und Wetter zu allen Jahreszeiten. Viele Menschen hatte er bereits sicher und unter jeglichen Bedingungen auf die andere Seite befördert. Seine Hände waren schwielig und tief gefurcht vom Holz des Paddels. Er war ein stolzer Mann, denn er war all diesen Menschen eine wichtige Hilfe. Nun begann es eines Abends, als der Nebel tief über den Ruhrwiesen hing und das Licht des Tages sich bereits zurückgezogen hatte. August saß am Ufer bei seinem verteuten Boot. Er stopfte sich Tabak in seine Pfeife, die seine treue Begleiterin in den langen Stunden des Wartens war. Und er horchte nach einem letzten Ruf an diesem Tage. Und tatsächlich hörte er bald etwas. Nicht laut, nicht ganz klar, aber er war sich recht sicher, dass eine Stimme vom anderen Ufer herüberschallte. Oliver! August ging ans Wasser und hob den Kopf, um zu schauen, von wo man ihn rief. Das andere Ufer lag im windstillen Nebel und war so gerade zu erkennen. Doch schien dort niemand mehr zu sein. Mit zusammengekniffenen Augen blickte er über die Ruhr. Er wartete noch ein wenig, doch der Ruf ertönte nicht erneut. Vielleicht wollte ihm bloß jemand einen Streich spielen. Am nächsten Tag war es wieder da. Es war zur fortgeschrittenen Stunde nicht die Zeit, allein den weiten Weg durch den gegenüberliegenden Wald und entlang der Felder zu laufen, bloß um ihm einen Streich zu spielen. Er schreckte auf von dort, wo er saß. Diesmal war sich August ganz sicher. Er beobachtete das andere Ufer lange und argwöhnisch. Die Glut seiner Pfeife glimmte im Halbdunkel.
Der Nebel schien nun plötzlich dichter zu werden, und für einen Moment glaubte er, eine dunkle Form dort drüben zu erkennen. Hoch aufragend, doch regungslos. August schritt zur Tat, stieg auf sein Boot und ruderte rüber. »Wer da?« rief er. »Willst du rüber?« Doch niemand war zu sehen. Er entdeckte niemanden, der gerufen haben könnte. Und auch sah und hörte er kein Tier, dessen Laute er mit dem Ruf hätte verwechseln können. Es gab nur das Wasser, das am Ufer entlang spülte. So ging es weiter. Abend für Abend, Tag für Tag. Immer wieder derselbe Ruf, immer wieder dieselbe Leere. Manchmal hörte er den Ruf, manchmal sah er den kaum erkennbaren Schatten und manchmal beides zugleich. Nie jedoch fand er jemanden, der tatsächlich übersetzen wollte. Ihn schauerte es immer mehr, in ihm begann sich eine Angst festzusetzen. Hatten ihn die Jahre des einsamen Wartens wahnsinnig gemacht? Wer würde immer wieder den Weg auf sich nehmen, aus dem bloßen Zweck, ihn aufzuscheuchen? Auch zu Hause ließen ihn die Gedanken daran nicht los. Oft saß August noch spätabends in der Stube, die Pfeife längst kalt, und dachte an den Ruf. War dort wirklich ein riesiger Schatten? Oder trug ihn sein alterndes Augenlicht? Er sorgte sich zunehmend nicht mehr recht bei Sinnen zu sein. Immer wieder musste er sich die Stimme vorstellen. Sie hallte in seinen Ohren wieder und hüllte seine Gedanken aus. Er fragte sich, ob er jemanden herbeiholen sollte, um sicher zu sein, dass nicht nur er die Stimme hörte. Aber er wollte seinen Ruf nicht verlieren. Wer würde schon allein mit einem Sonderling auf ein Boot steigen, umschlossen von Wasser, ohne eine Möglichkeit der Flucht? Der Ruf verfolgte ihn bis in seine Träume, dumpf und fern, als käme er durch Wasser und Nebel zugleich. Die Tage fielen ihm schwerer. Die Abende wurden länger, es misslang ihm, keine Sorge zu haben, wenn er Menschen von der anderen Ruhrseite übersetzte. Und der Gedanke, dass dort jemand oder etwas auf ihn lauern könnte, ließ ihn nicht mehr los. An einem dämmerigen Abend lag der Nebel besonders dicht über den Wiesen. Die Ruhr war glatt wie ein dunkler Spiegel. Kein Windhauch rührte sich. August lauschte wieder am Ufer, als die unheimliche Stimme ertönte. Diesmal grausiger und lauter als zuvor. Sie war mächtig und drängend, als wollte sie sich sein Gehör erzwingen. Und da, am anderen Ufer, stand eine riesige, dunkle Gestalt. Hoch aufragend, finster aus dem Nebel wachsend wie ein Schatten, der Form angenommen hatte. »Wer ist da?« rief August zurück. »Ich komme erst, wenn du mir sagst, wer du bist.« Doch der Nebel verschluckte seine Worte. Dröhnte es unbeirrt zum zweiten Mal. August spürte, wie sich Zorn unter seine Angst mischte. Er war müde vom Warten und von den schlaflosen Nächten und diesem unheimlichen Ruf, der ihn seit Tagen verfolgte. »Dann bleib in Gottes Namen da, wo du bist«, brüllte er. »Ich hol dich nicht!« Kaum hatte er den Namen Gottes ausgesprochen, geschah es. Die dunkle Gestalt stieß ein schreckliches Geheul aus. Ein gleißender Blitz fuhr aus der Erde empor. Im nächsten Augenblick war alles verschwunden. Der Schatten, die Stimme und sogar der Nebel klarte auf. Dem Fährmann August schlotterten die Knie. Von solch einem teuflischen Wirken hat er noch nie gehört. Die Pfeife zitterte in seiner Hand. Erst nach einigen Jahren, als die Erinnerungen an diese Abende weit entfernt wirkten, wagte er es seinen engsten Vertrauten davon zu erzählen, und diese trugen die Geschichte an die Nächsten weiter, bis zum heutigen Tage. Was glaubst du, ist dem Fährmann begegnet? Eine Fähre gibt es hier heute längst nicht mehr. Der Fährmann ist verschwunden. Nach ihm musste niemand mehr rufen. Wo genau August am Ufer saß, lässt sich heute nicht mehr mit Sicherheit sagen. Vielleicht trägt die Ruhr den schauderhaften Ruf noch immer mit sich. Und vielleicht erklingt in mancher Nacht noch immer ein leises
wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort wartet. Lass ein Abo und ein Like da, wenn die Geschichten wie diese gefallen, und schau dir auch gerne die weiteren Videos auf meinem Kanal an.